Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch hier aus der Lounge. Ich lasse es mir gut gehen. Cola frisch gezapft aus der Dose. Und weiter geht es natürlich mit den Themen. Ein Thema ist der Vorfall mit der CAJ 900 in Toronto. Dann geht es weiter mit der Bundestagswahl. Was steht eigentlich bei den Parteien im Programm zum Thema Flugverkehr? Und last but not least ein schönes Thema, und zwar ein Baby wird geboren an Bord. Und wollen wir nochmal über Air Baltic reden? Air Baltic fliegt jetzt auch für Air Dolomiti. Gut, dann lasst uns mit dem Thema anfangen, mit dem Thema in Toronto, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt, aber auch kommentiert habt und auch in die School-Gruppe gekommen seid. Die Sendung heute ist natürlich ein bisschen kürzer, weil, wie ihr seht, ich bin hier in der Flughafen Lounge und geht bei mir auch bald los nach Los Angeles. Ich hoffe, es wird leider geil. So, das erste Thema ist der Unfall der Delta 4819 in Toronto Flughafen. Den Flughafen kenne ich relativ gut, weil ich in Toronto sehr oft gewesen bin und auch in Toronto ja ein Apartment hatte. Und da ist es so, dass die Windverhältnisse im Winter natürlich relativ krass sind. Also Toronto ist schon hardcore. Ich erinnere mich, dass ich dort bei minus 20 Grad gejoggt bin. Der Flug ist halt, wie gesagt, die DL 4819 gewesen von Delta Airways von Minneapolis St. Paul International Airport zum Toronto Pearson International Airport, also MSP nach YYZ. Und der Flieger ist um 10:30 Uhr gestartet, sollte dann um 13:44 Uhr alles Local-Zeiten ankommen. Und gab dann also eine Stunde Zeitunterschied, deshalb ist die Flugzeit natürlich 2 Stunden 14. In der Luft ist das Flugzeug dann also knapp 90 Minuten und ist nicht durchgeführt worden von Delta, sondern wie in den USA üblich sind diese CRJs oder Mitsubishis, das ist ja kein Bombardier mehr, von der Endeavour Air durchgeführt worden, ist eine Delta-Tochter. Und die Marke ist dann Delta Connection, also im Prinzip so eine Art Lufthansa Cityline oder City Airlines. Der Flugverlauf war halt relativ normal. Man hat sich aber, als man gelandet ist mit der CRJ 900, gab es halt Windböen mit Gusting up also das heißt, dass die Windböen bis zu 33 Knoten, glaube ich, sogar waren und 61 Kilometer pro Stunde sind. Also 33 Knoten, 38 Meilen. Und natürlich ist es so, dass der Gleitpfad dadurch relativ schwierig einzuhalten ist durch die Winde und so weiter. Vor allem, wenn es Gusting up ist, heißt das, die Verhältnisse sich ändern. Und in Toronto ist ein Wintersturm. In Toronto ist das Wetter halt nicht so hübsch, wie man sich das vorstellen kann. Und dann ist es so, dass man dort vom Passagier folgende Aussage bekommen hat. Wir kamen rein und ich habe gemerkt, dass der Wind sehr böig war und der Schnee über die Start- und Landebahn geweht war. Und dann kam es zu dem Unfall, den Nelson dann weiter beschreibt, wie, glaube ich, schleuerten auf die Seite und drehten uns auf den Rücken. Es habe einen großen Feuerball auf der linken Seite gegeben. Und da muss man ehrlicherweise sagen, dass die relativ viel Glück hatten, weil die direkt im Prinzip vor der Feuerleitstelle Nord, glaube ich, ist das dort, zum Stehen gekommen sind und da dann direkt mit den Löschen beginnen konnten. Und man sieht auch an der Hülle, wenn man sich die Hülle anguckt, nicht unbedingt da, außer dass die Flügel ab sind, große Brandlöcher oder irgendwas. Und die Maschine ist auf dem Kopf gelandet. Die Maschine wird wahrscheinlich, da bin ich jetzt kein Voodoo-Künstler, abgeschrieben werden. Die Passagiere an Bord waren 76 Fluggäste, waren 2 Crewmitglieder im Cockpit, 2 in der Kabine, heißt also 80 Menschen waren an Bord. Und ein Passagier, Peter Kaukow, sagte bei dem CNN, dass wir hängen kopfüber wie die Fledermäuse. Und es gibt da auch Filme zu, ich will sie nicht geben, aber alle verließen das Flugzeug lebend und das ist das, was zählt. Sanitäter sagten, dass 8 Verletzte
gegeben hat und die Flughafengesellschaft und die Fluggesellschaft erklärten später, es haben 18 Verletzte gegeben. Einer wohl kritisch, aber da gibt es keine genauen Aussagen. Das Flugzeug mit der Kennung November 932 X-Ray Juliet ist eine Bombardier CRJ 900 LR, mehr als 15 Jahre alt. Eigentlich heißen sie Mitsubishi im Moment. Trägt das Kennzeichen, was ich genannt habe, hat 2 Triebwerke vom Typ General Electric CF34 und hat 12 Plätze in der Business, 64 in der Economy Class. Das gibt's dazu. Was den Unfall verursacht hat, kann man jetzt großartig drüber spekulieren oder nicht. Wir wollen uns daran nicht beteiligen. Das ist rein faktisch das, was dort passiert ist. Lassen wir da die Flugunfallbehörden ihre Arbeit machen und dann können wir schauen, was dabei rauskommt. Wir gehen dann weiter mit Baby an Bord. Und zwar, das ist es bei Brussels. Das ist mir zugeschickt worden von einem von unseren Lesern, nenne ich es jetzt mal, beziehungsweise Zuschauern. Und da ist es so, dass die Brussels Airlines ein Passagier mehr bei der Landung hatte als beim Start. Und da kam ein kleines Mädchen mit dem Namen Fanta. Die wollte nicht warten. Als das Abflug Richtung Brüssel setzt die Mutter beim Wehen ein. Man musste dort an Bord dann schnell handeln. Kein Grund zur Panik. Die Crew ist darauf trainiert, an Bord zu entbinden. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass da Laien sind. Die Frau brachte dem Flieger das Kind zur Welt. Und wie Brussels Airlines mitteilte, dann ist es so, die Maschine war in der senegalesischen Hauptstadt Dakar in Westafrika gestartet, sollte natürlich nach Brüssel fliegen und sie war in der 32. Woche schwanger, hat seit Abflug starke Schmerzen im Unterleib gehabt, sagte die 22-jährige Krankenschwester nach Angaben der belgischen Zeitung Brussels Morning. Das Erste, was ich dachte, war, Mist, sie wird doch nicht im Flugzeug entbinden. Das sagte das Kabinenpersonal, die halt eine Krankenschwester und einen Arzt ausfindig gemacht hat. Also das war die Aussage von der Krankenschwester. Der Pilot dreht die Maschine um, doch dann ging es schnell. Wir begannen ihre Schmerzen zu messen und merkten dann, dass die Fruchtblase geplatzt war und die Wehen einsetzten, sagt die Krankenschwester. Und sie hatte 2 Wochen vorher ihre Prüfung abgelegt. Zum Glück ist alles gut gegangen. Die Frau hat wirklich eine tolle Leistung verbracht. Sie hat auf dem Boden eines Flugzeugs ohne Schmerzmittel entbunden. Die Airline veröffentlichte dann auch ein Bild der Strahlenflugbegleiter, des Neugeborenen neben der Mutter vor der Landung, da keinen Arm hielt. Willkommen auf der Welt, kleine Fanta. Wir hoffen, dass wir dich eines Tages wieder an Bord haben, hieß es dazu von der Fluggesellschaft. Also auch freudige Erlebnisse. Dann haben wir noch das Thema mit den Freunden von Air Baltic. Und da ist es so, Air Baltic fliegt ja Wetlease für die Lufthansa. Und dieses Wetlease ist jetzt irgendwie auch erweitert worden um Air Dolomiti. Und da muss man natürlich dann sagen, das ist natürlich auch etwas, was ich nicht kommen habe sehen. Aber die A220-300er der Air Baltic fliegen dann mit der Air Dolomiti nun auch für die zweite italienische Tochter und haben dann die Rolle als Air Dolomiti als Rolle für die Zugänge für die ITA bekommen und lagern die anderen Flüge aus. Denn Air Dolomiti Buchungssystem ist zu sehen, dass im Flugplan 2025 Air Baltic auch Flüge für Air Dolomiti durchführen wird. Und da steht dann halt der Zusatzbetreiber ist die Air Baltic mit den A220-300ern. Und man sieht das zum Beispiel bei Flügen, die nach Billund, Barcelona, Göteborg, Nizza und Valencia gehen. Und damit ist es so, dass die Partnerschaft, die ja seit 2019 mit der Air Baltic besteht, wesentlich mehr intensiviert wird innerhalb der Lufthansa-Gruppe. Man sieht, dass diese Entscheidung, sich an der Air Baltic, an der IPO, beziehungsweise als Vorab-Investment in der Air Baltic strategisch ist und auf Langfrist aufsetzt. Das letzte Thema, und da müssen wir ein bisschen in Schweinsgalopp gehen, weil ich werde etwas unter Zeitdruck und wir müssen das Ganze ja auch hochladen noch. Das Thema Parteiprogramme und Wahlen und Luftverkehr, um es mal so zu formulieren. Was gibt es in den Programmen? Und wenn man jetzt das anguckt, dass man dort sieht, dass der ADF, der natürlich die Lobbyvereinigung ist von den Flughafenverbänden, die sagen halt, der Blick über die Grenzen löst unter den deutschen Airports nicht nur Neid aus, sondern halt auch Fassungslosigkeit, weil dort geht es halt los und bei uns irgendwie noch nicht.
Mit 99% der Flugbewegung erreicht das europäische Ausland durchschnittlich bereits annähernd das Vor-Corona-Niveau. Viele Länder in Süd- und Osteuropa liegen bereits deutlich über dem Vorniveau von 2019. Nur Deutschland halt nicht. Am deutschen Querkreuz ist es so, dass wir in Frankfurt ja sogar einen getrennt haben, der sich umgekehrt hat, weil die Lufthansa ihre Verbindung zusammengestrichen hat ab Frankfurt, was natürlich unangenehm ist. Also seht ihr hier, dass da ein Problem ist. 2025 kommen allein durch die Erhöhung der Luftverkehrssteuer steigende Flugsicherungsgebühren wegen Corona erlassen hohe Kosten auf die Flugpassagiere zu, weil die Kosten der Sicherheitskontrolle und natürlich auch das SAF, was man dort tanken muss, 1,2 Milliarden Euro kostet. Und das sagte unser Kollege Jenselmann-Bischof, Eurowings-Chef, aber auch Veranstaltungsleiter bei der ADF. Was steht denn da drin? AfD sagt, weg mit der Ticketsteuer, denn dass die ideologisch motivierten Verbote von Inlands-Kurzstreckenflügen lehnt man ab. Die AfD befördert die Abschaffung der Luftverkehrs- und Ticketsteuer und richtet sich gegen unrealistische EU-CO2-Reduktionsziele. Dann gehen wir weiter mit der CDU. Die sagen, dass man den Luftverkehrsstandort Deutschland erhalten muss. Gesamtkosten des Luftverkehrs werden auf ein wettbewerbsfähiges europäisches Niveau zurückgeführt. Innovative Mobilität hat gerade einen hohen Stellenwert und die CSU sagt natürlich Stärkung des Luftverkehrsstandorts Deutschland. Die SPD möchte einen faireren Wettbewerb haben zwischen den Fluggesellschaften und den Airlines. Kurze Fahrzeiten sind die erste Alternative zum Kurzstreckenflug. Grüne wollen Kurzstreckenflüge überflüssig machen. Wer hätte das gedacht? Linke wollen Kerosinsteuer in der EU. Und dann haben wir nochmal die FDP, die sagen ganz einfach Gebühren senken und Luftverkehrssteuer streichen, so wie es in Schweden jetzt passiert ist. Und die Freien Wähler sagen, dass die Nachtzüge als Alternative zum Flugzeug gehen. Das sind die Themen in der Kurzzusammenfassung, die Parteien sagen, was sie im Luftverkehr bei einer Wahl vorhaben. Ihr könnt ja auch die Frage beantworten, inwieweit sich solche Wahlprogramme für euch zum Thema Luftverkehr auch in eurem Kreuzchen am Wochenende bemerkbar machen, oder sagt ihr, es habt eigentlich andere Themen, die wichtiger sind. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das seht, was ihr dazu sagt. Und ich freue mich, wenn ihr da euren Kommentar zulasst. Also danke dafür und ich mache jetzt einfach hier schnell wieder Schluss. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, kommentieren, ist cool. Und dann morgen aus Los Angeles. Also ich bin jetzt hier raus. Ich bin unter 13 Minuten. Also bis dann, ciao und bis morgen.